Hallo, ich wollte heute nochmal über die Apple Watch sprechen. Im Herbst kommt ja die Apple Watch Series 7 raus. Ich habe mir das Event angeguckt und die neuen Features. Was ich ganz nice finde, ist das etwas größere Display. Hat mehr Fläche, um irgendwas anzuzeigen, und die Bedienung sollte dadurch auch verbessert werden. Das muss man mal schauen, ob das wirklich funktioniert. Wobei der Vergleich auf der Webseite, dass 50% mehr Display im Vergleich zur Serie 3, das müsste man nochmal genau ausrechnen. Von der Serie 3 zur Serie 7 ist ja auch das Gehäuse gewachsen. Also mit größerem Gehäuse natürlich auch immer größeres Display, ganz logisch. Und ich habe jetzt hier die Apple Watch SE, die kleinere Variante. Ich habe schmale Handgelenke und ich finde es immer ganz gut, wenn es für schmale Handgelenke ein kleineres Modell gibt, also ein kleineres Gehäuse. Frauen tragen auch oft kleinere Uhren. Also ich bin nicht so Freund von so riesen Klötzen am Handgelenk. Gefällt mir auch nicht. Ja, also da muss man mal schauen, wie das wird. Wovon ich aber wirklich enttäuscht bin, ist, dass es nicht viel zur gesteigerten Akkuleistung an Informationen bisher gibt. Ich glaube auch nicht, dass das großartig die Akkulaufzeit gewachsen ist. Der Akku lässt sich wohl jetzt schneller aufladen. Das ist ganz nice. Aber Akkulaufzeit ist so ein Thema. Ich habe ja schon mal ein Video zur Apple Watch SE gemacht. Meine Meinung war, dass man damit gut hinkommt. Das funktioniert auch ziemlich perfekt so im Alltag. Ich lege die nachts auf die Ladeschale und es gibt ja die Funktion, dass der Akku geschont wird. Es soll nicht schädlich sein, wenn ich die nachts immer auflade. Und wenn ich das mache, habe ich natürlich früh einen 100% vollgeladenen Akku, komme damit über den Tag, alles perfekt. Mit der normalen Nutzung, ich habe die mit der Karte drin und da komme ich im Zweifelsfall auch 2 Tage hin. Für was die Apple Watch allerdings überhaupt nicht taugt, das habe ich jetzt festgestellt, das ist so als wirkliche Sportuhr. Also ich fahre so durchaus längere Distanzen mit meinem Gravelbike und fand es ganz schön, die Apple Watch jetzt zu haben. Ich kann da Strava drauf laufen lassen, das zeichnet dann auf und je nachdem, wie genau man das jetzt nun nehmen kann, aber zeichnet auch die Pulswerte mit auf, und wenn ich fertig bin, schickt es das dann ganz einfach zu Strava hoch, und das funktioniert an sich perfekt, aber es zieht unheimlich Akku. Also ich bin jetzt so längere Touren gefahren, also so 200 Kilometer am Stück, und da muss ich sagen, wenn man da 8 Stunden unterwegs ist, dann ist der Akku leer. Also ich kann mit einem vollgeladenen Akku losfahren und dann so kurz, also nach 7 Stunden würde ich jetzt mal so ungefähr schätzen, sagt das kritischer Zustand, beziehungsweise das Display, wo du die Funktion einschränken kannst, dann funktioniert dann Strava nicht mehr und dann geht es hier aus. Und wenn ich damit meine Strecke, die ich zurücklegen möchte, trecke, dann ist dort Schluss. Also das funktioniert so nicht, und ich habe durchaus vor, auch längere Fahrten zu unternehmen, und man hat ja hier nicht die Möglichkeit, irgendwie zu tricksen und währenddessen die Uhr arbeitet, sie aufzuladen. Das geht durchaus bei anderen Modellen, die wirklich als Sportuhr konzipiert sind, und da ist mit Tracken und so weiter hält der Akku einfach mal 3 Tage. Also ich sage mal so, die Uhr ist für den Alltag und für so täglichen Sport perfekt. Also wenn ich meine 2 Stunden, 3 Stunden, 4 Stunden Runde fahre, alles super, dann mache ich das mit der. Wenn es aber irgendwie länger wird, dann wird es echt schwierig. Die Variante, die ich jetzt nutze, um längere Touren aufzuzeichnen, ist einfach, ich nehme wieder mein Wahoo Roam Element oder Element Roam, so rum. Der hat es bisher perfekt gemacht. Ich bin hier auf eigentlich umgestiegen, fand ich gut, weil ich die Pulswerte noch mit drin habe. Die sind halt jetzt wieder weg, aber der Element Roam, der kann einfach mal 2 Tage konstant eine Route aufzeichnen. Also das macht er problemlos. Von daher schöne Uhr, ein paar nice Features in der Serie 7, aber für mich kein Grund abzugraden, und eine wirkliche Sportuhr ist die Apple Watch nicht.